Wir sehen hier die Akteure, die sich zusammengefunden haben, um dieses neue Messekonzept Grinding Hub an den Start zu bringen. Wir, der VDW, als Branchenverband für den Bereich Werkzeugmaschinen, sind auf der einen Seite als Verband aufgestellt, unterstützen unsere Mitglieder im Bereich Märkte, Statistik weltweit, aber auch sehr stark im Bereich Technik und Forschung. Wir sind selbst Forschungsinstitutionen, vergeben Forschungsprojekte aus Eigenmitteln und aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums, haben damit eben enge Kontakte an alle Lehrstühle im Bereich Werkzeugmaschinenproduktionstechnik in Deutschland, zusammengefasst in der WGP. Das wird später noch ein Thema sein. Auf der anderen Seite sind wir eben Messeveranstalter ohne eigenes Gelände. Sie kennen die Veranstaltungen, die wir durchführen, die METAF und die EMO in Hannover, aber auch, das ist vielleicht nicht allen bekannt, sind wir Vertriebspartner für eine Messe in Brasilien, die Expo MAFE. Der zweite Partner auf der Verbandsseite ist Swissmem als ideeller Träger, der in ähnlicher Weise wie wir auf der Schweizer Seite die Branche betreut im Bereich Werkzeugmaschinen und messeseitig verantwortlich ist für die Schweizer Gemeinschaftsstände auf allen wichtigen Auslandsmessen, also auch hier einen klaren Blick in die Märkte und eben auch in das Messegeschehen. Ich habe die beiden Verbände vorangestellt, weil, wie ist es zu unserer Aufstellung der Grinding Hub gekommen? Nach vielen Unstimmigkeiten, die im Januar an uns herangetragen wurden zu einer bestehenden Veranstaltung, sind wir aufgefordert worden von unseren Mitgliedern, aber auch von vielen Kunden im Umfeld EMO und METAF, eine Alternative zu bieten im Bereich Schleiftechnikmesse. Das ist sowohl bei uns adressiert worden, als auch bei unserem Schweizer Schwesterverband Swissmem. Das haben wir aufgegriffen und der VDW hat dieses Konzept der Grinding Hub konzipiert. Und dann sind wir an zwei Messegesellschaften in Süddeutschland herangetreten und haben uns schlussendlich aufgrund der Branchenkompetenz, Sie sehen hier, Stuttgart ist im Bereich AMB, Molding und so weiter sehr stark produktionsseitig aufgestellt, aber eben auch natürlich aufgrund der noch wichtigeren Fragestellung der Hallenverfügbarkeit für Stuttgart entschieden und sind jetzt in dieser Konstellation unterwegs, um die Grinding Hub zum Erfolg zu bringen. Was bildet die Grinding Hub ab? Der Name sagt schon und drückt aus, dass wir im Bereich Schleiftechnik, Superfinishing diese Messe konzipieren, eben am Standort Stuttgart, deswegen auch die Namenszusammenführung, ein internationaler Hub im Sinne eines Drehkreuzes verkehrstechnisch, jetzt auch als Hub für die Schleiftechnik, als das Drehkreuz, das zukünftig die Branche zusammenführen soll. Wir möchten auf dieser Messe die Wertschöpfungskette der Schleiftechnik abbilden. Im Kern ist das natürlich die Maschine, die Prozesse. Das ist das, was diese Messe tragen wird und auszeichnen wird. Aber auch der Fachbesucher hat Interessen im Umfeld, also Automatisierung im Maschinenumfeld, Werkstück, Werkzeughandhabung, ganz wichtig auch und mit zunehmender Bedeutung die Digitalisierung, maschinenseitig, prozessseitig, mit Blick auch in die Qualitätssicherung. Das ist für uns ein klarer Trend, nicht nur aus der allgemeinen Industrie 4.0 Diskussion, sondern auch vor dem Hintergrund unserer Besucherbefragung, die letzte eben in großem Umfang auf einer EMO 2019. Hier hat das Thema Digitalisierung ganz klar Platz 1 eingenommen und hat den seit vielen Jahren Hauptaspekt der Fachbesucherproduktivität auf Platz 2 geschoben. Wobei man natürlich sagen muss, die Dinge verschieben sich. Digitalisierungsthemen unterstützen Produktivität, erhöhen Verfügbarkeit und diese Dinge. Aber dennoch ist das ein Zeichen, dass die interessierten Fachbesucher dieses mitdenken und auch mitdiskutieren wollen. Und letztendlich natürlich das Thema Qualitätssicherung in Prozess, Postprozess, Fragestellungen, was die Qualitätssicherung angeht. Der Markenname Grinding Hub als Schwerpunktausrichtung auf die Schleiftechnik, aber auch unser Slogan Bring Solutions to the Surface soll uns und aber auch Ihnen die Möglichkeit geben, diese Orientierung nach außen zu tragen in Ihren Marketingmaßnahmen, in Ihrer Ansprache an die Kunden. Ich denke, dass wir gemeinsam da
gut aufgestellt sein können. Neben den Inhalten, die Sie als Aussteller auf der Messe präsentieren wollen, werden wir natürlich das Thema auch in anderen Formaten noch adressieren. Allen voran der von uns angedachte Grinding Solution Park. Hier eben zusammengeführt Darstellungen aus Sicht der Unternehmen, angewandte Produktionslösungen, die wir hier zusammenführen wollen. Wir werden dort einen Start-up-Bereich installieren. Es gibt eine BMWI-Förderung für junge, innovative Unternehmen, die wir auch schon zur METAF und EMO eingebaut haben. Dort gibt es interessante neue Entwicklungen, die wir hier auch auf die Grinding Hub bringen wollen. Natürlich immer mit dem Fokus Produktion und letzten Endes das Thema Wissenschaft. Ich sprach eben schon von unserer engen Kooperation mit der WGP. Ich habe mit den Institutsleitern in Bremen, Hannover, Aachen, Dortmund gesprochen, die sich hier einbinden werden in eine solche Gemeinschaftsstandkonzeption. Und unser Partner Swissmem hat auch schon die ETH Zürich dafür gewinnen können. Ich sagte bereits, dass das Thema Digitalisierung wichtig ist. Auch hier werden wir in einer zweiten Gemeinschaftsstandkonzeption das aufgreifen mit aktuellen Entwicklungen, Trends und Lösungen, aber auch mit einer Live-Präsentation zur Schnittstellenentwicklung UMATI. Sie werden das kennen. Das ist eine Entwicklung, die der VDW 2009 gestartet hat. Seit 2 Jahren haben wir es auf den gesamten Maschinenbau ausgedehnt in Kooperation mit dem VDMA. Und wir haben eine große Präsentation gemacht auf der EMO mit über 100 live angebundenen Maschinen. Sie konnten also auf Ihrem Smartphone die Kenndaten der Maschinen sehen und live beobachten. Und wir werden mit dem Blickwinkel Schleiftechnologie dieses auch auf der Grinding Hub abbilden. Viele Unternehmen, die auch UMATI-Partner sind, sind auch Aussteller und werden sich hier mit einbringen. Letzten Endes das Thema Präsentation von Fachbeiträgen. Wir sind nicht der Ansicht, dass wir Seminare in Konferenzräumen abhalten sollten und wollen, denn wir möchten, dass die Fachbesucher in den Hallen zu ihren Ständen gehen, um sich dort zu informieren, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, sondern wir werden einmal Fachforen in den Hallen platzieren, wo Sie auch die Möglichkeit haben, dort Präsentationen zu platzieren. Und natürlich ist ein Fachseminar mit interessanten Neuigkeiten auch für den Fachbesucher interessant. Das wollen wir aber hybrid abbilden, sodass der Fachbesucher die Flexibilität hat, sich auf der Messe auf das zu konzentrieren, was er sucht, welche Lösungen und welche Gespräche er führen möchte und kann dann im Nachgang am nächsten Tag oder wann auch immer entweder live oder aus dem Archiv die Beiträge, die hybrid digital in der Laufzeit der Messe stattfinden, besuchen und sich angucken. Das, denken wir, ist eine gute Kopplung, sodass eben auch hier eine spätere Erreichbarkeit gegeben ist. Wie kann das aussehen, was die Gemeinschaftsstände angeht? Hier mal das Beispiel UMATI auf der EMO 2019 mit den live angebundenen Maschinen. Sehr attraktive Aufstellung, große Anziehungskraft, viel Interesse an Gesprächen mit Fachbesuchern. Das stellen wir uns auch für die Grinding Hub vor und rechts ein Beispiel eines Gemeinschaftsstandes auf der ANB 2018, hier eben auch zusammengeführt, Darstellungen von Unternehmen und aus der Wissenschaft, organisiert in diesem Fall von der TU Darmstadt, PTW. Und auch eine solche Konstellation dürfen Sie sich unter dem Grinding Solution Park vorstellen. Sie sehen also, wir versuchen attraktive Anziehungspunkte zu schaffen, die dann eben auch den Besucher anziehen und in die Hallen bringen. Wir denken auch über eine digitale Erweiterung der Messe nach. Das Thema hybride Konzepte wird ja sehr stark im Augenblick diskutiert. Wir haben mit unseren Aktivitäten der METAF Digital sehr viel Erfahrung. Auch Stuttgart hat mit digitalen Konzepten viel Erfahrung. Allen voran werden wir eine Webinarreihe Grinding Solutions im Vorfeld der Messe installieren, mit dem Ziel, dort Anregungen zu geben, Themen zu kommunizieren, die auf den Besuch der Messe einzahlen. Das ist das Wichtige. Wir wollen die Leute begeistern und nicht vollständig bedienen. Gleichzeitig können dabei aber auch Leads generiert werden, denn
Das Konzept sieht vor, und das ist auch in den letzten Monaten bei den METAF-Sessions gut angenommen worden, dass der Zuhörer, Fachbesucher zustimmt, dass sein Kontakt an den Vortragenden übertragen wird, und damit kriegen Sie aus den an Ihrem Vortrag teilnehmenden Usern auch die Kontakte und damit die Leads. Gleichzeitig erhöhen wir die Sichtbarkeit und auch die internationale Reichweite, weil wir diese Aktivitäten natürlich auch über die sozialen Medien kommunizieren. Wir denken über digitale Produktpräsentationen nach. Die Ausprägung, die Form ist noch nicht festgelegt. Links sehen Sie mal einen dreidimensionalen Messestand. Das war das Konzept auf der METAF Digital, aber wie gesagt, war ja auch eine reine Digitalveranstaltung. Das muss in dieser Form in der hybriden Variante nicht gegeben sein. Aber auch da sehen wir doch interessante Anknüpfungspunkte für digitale Produktpräsentationen, die für Sie und Ihre Kunden von Interesse sein können. Und letzten Endes ein Matchmaking-Konzept, das auch den digitalen Besucher mit dem realen Personal am Stand verbindet und umgekehrt, oder digitale Besucher mit Vertretern in ihren Häusern verbindet, die hier zugeschaltet sein können. Letzten Endes möchten wir das Zwischenjahr zwischen zwei Präsenzveranstaltungen natürlich nicht ungenutzt lassen, werden dort eine Webkonferenz unter der Marke platzieren, damit wir eine kontinuierliche Anbindung der Fachbesucher haben und damit eben auch die Messe über der Zeit in die Breite kommunizieren und auch von der Fachbesucherseite wachsen lassen. Wie kann das aussehen? Sie sehen hier mal die Bildschirmoberfläche der METAF Web Sessions. Sie sehen also, das ist nicht einfach eine Teams-Oberfläche oder Zoom-Umgebung, sondern es ist eine für das Format unter der Markenausprägung konzipierte Website, in der alle Funktionalitäten gegeben sind. Dort erfolgt die Registrierung, dort erfolgt die Auswahl, Ihre persönliche Auswahl der Webinare. Sie können hier rechts in dem roten Button, sehen Sie es, dann über diese Funktion Termine buchen, um mit dem Vortragenden danach oder zu einem terminlich späteren Zeitpunkt in den Live-Chat zu gehen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Interesse haben. Das sieht dann hier auf der etwas unterliegenden Seite so aus, dass Sie hier eben die Vortragenden sehen. Sie können die erste Information bekommen, Sie können auf das ganze Programm zugreifen oder auf das Archiv. Und dann haben Sie Ihr persönliches Programm, was Ihnen ausgespielt wird, und Sie werden dann automatisch erinnert, dass der nächst anstehende Termin auf Sie zukommt, sodass da auch eine Teilnahme auch gewährt wird. Und hier sind mal Zahlen dargestellt. Wir hatten während der Laufzeit der digitalen METAF 30 Webinare über diese Plattform ausgespielt und hatten da knapp 1600 registrierte User. Wir haben aber auch, so wie eben von mir erläutert, im Vorfeld seit Juni 2020 monatlich Webinare, eintägige Webinare, zum Teil zweitägig, je nach Interesse der Firmen, unter dem Logo METAF Web Sessions durchgeführt und haben dort in dieser Zeit auch 4500 registrierte User erreicht. Sie sehen also, das ist Potenzial, was Sie über dieses Format adressieren können und was eben auf die METAF-Teilnahme, auf die Grinding Hub-Teilnahme einzahlen soll. Es ist auch nicht, wie das, was ich jetzt tue, eine einfache PowerPoint nur gefragt, sondern tatsächliche Live-Präsentationen. Hier mal ein Beispiel aus dem CAD-CAM-Umfeld, wo live eine Simulation und die Variationen vorgeführt wurden. Das ist das, was die Zuschauer anzieht und begeistert. Also man muss schon sich damit auseinandersetzen und hat dann aber auch eine sehr gute Resonanz und ein sehr gutes Feedback. Und letzten Endes möchte ich Ihnen zeigen, diese Website METAF Web Sessions haben wir umgestaltet in eine VDW-Webinarserie, und Sie sehen hier, wir ändern einfach das Look and Feel, das Corporate Design, und die Funktionalitäten sind natürlich in gleicher Weise vollständig abgebildet, und das werden wir eben auch auf die Grinding Hub entsprechend umgestalten. Wichtiger Punkt ist natürlich die Kommunikation. Ich sagte schon, Frau Becker ist auch
gerade mit in der Runde hier. Wir haben eine starke Pressearbeit, die wir natürlich für die Messen einsetzen, aber auch für den Verband. Deswegen sind wir da sehr gut und breit seit vielen Jahren aufgestellt. Wir werden in ausgewählten Märkten und Regionen in der Vorphase der Veranstaltung aktiv werden. Wir werden ein digitales Messe-Preview für die Fachjournalisten international durchführen. Was müssen Sie sich darunter vorstellen? Zum einen werden wir zum Stand der Messe im Detail informieren, also Zahl der Aussteller, welche Firmen sind da, was für Programme und Begleitveranstaltungen gibt es. Das wird von unserer Seite präsentiert, um es dann für die Fachjournalisten interessanter zu machen, auch darüber zu berichten, gegebenenfalls nachzurecherchieren, werden wir sogenannte Elevator Pitches anbieten, sodass die Aussteller ihre Innovation, die sie auf der Grinding Hub dann vorstellen werden, kurz anreißen können. Die Journalisten haben dann die Freiheit, auch über einen Live-Chat mit Ihnen ins Gespräch zu gehen, weitere Details zu erfahren und das dann in ihre Berichterstattung eben einzubinden. Und damit sehen Sie, dass eben solche Formate die Sichtbarkeit erhöhen, die Sichtbarkeit der Messe selbst, aber auch die Sichtbarkeit der Angebote der Aussteller und damit eben Anziehung schaffen für die Fachbesucher. Wir werden Fachartikel und Interviews zu den Branchenthemen aufsetzen. Wir arbeiten dort mit freien Journalisten zusammen, die zu bestimmten Themen, die wir vorher in einem Redaktionskreis definieren, Fachartikel entwickeln, jetzt mit dem Schwerpunkt Schleiftechnologie, die wir dann an die Fachmedien in Deutsch und Englisch ausspielen, um dann eben auch hier themenbezogen auf die Messe hinzuweisen. Und natürlich auch heutzutage ein Muss an starke Aktivitäten über die sozialen Medien, die wir jetzt schon gestartet haben. Sie werden es wahrscheinlich wahrgenommen haben. Wir haben einen starken LinkedIn-Kanal. Wir gehen über Twitter und Facebook. Und sobald eben auch entsprechende Bewegtbilder da sind über YouTube, das ist etwas, was wir im Augenblick stark mit Ausstellerstatements bedienen. Aber dort werden wir jetzt kontinuierlich die Inhalte definieren, die wir zum Thema Grinding Hub und der Veranstaltung im nächsten Jahr hier kommunizieren. Ein wichtiger Kanal, den wir hier nutzen wollen, ist die Industriearena, ein Tochterunternehmen des VDW, die wichtigste Plattform im Internet als B2B-Plattform für Produktionstechnik. Sie sehen hier weit über 500.000 registrierte User. Registriert heißt, dort gibt es Fachchatrooms. Wenn dort ein interessierter Fachmann zum bestimmten Thema aktiv werden möchte, muss er sich registrieren, damit er Zugang als Schreibzugang bekommt. Und somit kennen wir diese Menschen weltweit. Das sind User von Australien über Chile bis Kanada. Wir sind da sehr weit international aufgestellt. Wir wachsen sehr stark pro Monat mit 8.000 bis 1.000 Usern. Und hier werden wir auch die Grinding Hub in die Kommunikation bringen. Wir haben dort bereits eine Microsite, einen sogenannten Newsroom gestartet. Dort werden wir Inhalte platzieren. Wenn Sie auch auf dieser Plattform aktiv sind, können Sie schlagwortgesteuert Ihre Inhalte ebenfalls in diesen Grinding Hub Newsroom einfließen lassen, sodass Sie da eine breite Wahrnehmung erhalten. Die Industriearena veröffentlicht auch eine elektronische multimediale Zeitung im Quartal und die Ausgabe Q2 wird eben den Schwerpunkt Schleiftechnologie haben mit Fachbeiträgen, die eben über unsere Journalisten, über Unternehmen oder über Universitäten eingebracht werden. Darüber hinaus haben wir natürlich ein breites Netzwerk in dieser Partnerschaft. Zum einen als VDW und Swissmem werden wir alle internationalen Verbände adressieren. Das ist bereits direkt mit dem Launch der Messe passiert. Wir haben alle europäischen Partnerverbände, 15 an der Zahl, informiert und sie gebeten, das in ihre Mitgliedschaft zu spielen, was auch erfolgt ist. Aber wir sind auch in engem Kontakt mit allen wesentlichen Verbänden international, China, Taiwan, Korea, Japan, Nordamerika, Kanada und so weiter, da wir dort andere Kooperationen haben, um zum Beispiel Statistikdaten auszutauschen. Auch diese sind bereits erstmalig schon im März informiert worden und wir werden diese Verbände kontinuierlich in der Kommunikation halten. Wir haben eine Fachmesse-Community Club of Metalworking, wo wir Themen zu Messen im Allgemeinen
ausspielen. Auch dort wird in den Newslettern die Grinding Hub kommuniziert. Und letzten Endes auch ein sehr starkes Instrument ist unser Multiplikatorenkonzept. Wir arbeiten zum Beispiel bei einer EMO mit Kundenverbänden weltweit, die wir ausgewählt haben und über die wir dann an deren Mitglieder unsere Messeinhalte, in dem Fall seinerzeit zur EMO, aber dann zukünftig eben auch zur Grinding Hub kommunizieren, also Verbände im Bereich Medizintechnik, Automotive, Aerospace, Die and Mold, die wir hier bespielen können, sodass wir dort auch eine Streuung in die verschiedenen nationalen Branchenverbände auf der Kundenseite erreichen können. Ja, Marketing natürlich wichtig und hier sind wir der Ansicht, dass ein gemeinsames Marketing von unserer Seite mit Ihnen zusammen das Erfolgskonzept ist. Wir werden natürlich ein Werbemittelpaket aufsetzen, das ist klassisch, kennen Sie, aber eine wichtige Komponente ist das Thema Kundeneinladungen. Seit 2017 sind alle VDW-Messen so konzipiert, dass Sie beliebig viele Kunden einladen können und wenn der Kunde durchs Drehkreuz geht, wird Ihnen das nicht berechnet, denn wir wissen aus Informationen und Daten zu allen relevanten Investitionsgütermessen, also nicht nur Werkzeugmaschinen, das ist ein gängiges Phänomen, dass Minimum 75% der Fachbesucher auf Ausstellungen der Aussteller kommen. Und somit ist das einfach für beide Seiten eine sehr wichtige Komponente, die funktioniert. Bei einer EMO hat sich der Versand der Voucher verdreifacht von 1 Million auf über 3 Millionen. Das heißt, wir haben eine riesige Reichweite, was auf die Marke einzahlt, auch in diesem Fall auf die Marke Grinding Hub und was letzten Endes auch die Besucheraktivierung ganz stark vorantreibt. Gleichzeitig, da das ja alles auf den jeweiligen Aussteller nummernspezifisch ausgerichtet ist, haben Sie die Möglichkeit eines Monitorings. Sie können also sehen, ob Ihre Einladeprozesse angekommen sind, ob irgendein Markt nicht so gut reagiert, sodass Ihre Vertretung dort vielleicht nochmal nachfassen muss. Also auch das ist ein Nutzeneffekt, den Sie dort haben werden. Wir kommunizieren, wie ich schon sagte, stark über die sozialen Medien. Das können Sie insofern unterstützen, dass die Dinge, die Sie im Vorfeld der Grinding Hub tun, mit dem Hashtag Grinding Hub versehen, sodass wir dort eine breite Streuung erreichen, eine breite Konzentration. Wir werden klassisch Anzeigen schalten, das ist vollkommen klar. Und wir werden reichweitenstarke Newsletter, wir selbst über die Industriearena, über Fachmedien aussteuern, die sicherlich im deutlich sechsstelligen Bereich Kunden erreichen. Ja, das wird Sie interessieren. Wo stehen wir heute? 4 Wochen nach Aussendung der Anmeldeunterlagen zu einem neuen Messekonzept in der von mir eingangs beschriebenen doch herausfordernden Situation. Wir sehen einen guten Zuspruch aus allen Produktbereichen. Wir haben über 500 Telefonate geführt. Sie sehen hier eine Liste wichtiger Firmen, die angemeldet haben mit auch nennenswerten Größenordnungen. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Anmeldungen und viele Firmen, die zugesagt haben, aber noch in der Planung ihrer Messestände sind. Es gibt Firmen, die haben sich im Messegelände die Hallen schon angeguckt. Also wie gesagt, das ist auf eine sehr große Resonanz gestoßen. Sie sehen ja auch, was ich eingangs sagte, dass das Interesse hier allein an dieser Infoveranstaltung mit 160 Anmeldungen auch entsprechend hoch ist. Wir sind sehr aktiv in den Auslandsmärkten über die Auslandsvertretung der Messe Stuttgart. Und wie ich schon sagte, wir werden kontinuierlich von uns auf der Ausstellerseite die Verbände international informiert. Was ich noch herausstellen möchte, Dinge, die aus den letzten Telefonaten doch immer wieder wichtig waren zu erläutern. Wir haben versucht, möglichst weit in das Jahr hinein die Anmeldung zu schieben. Das heißt, ein kostenfreier Rücktritt ist bis zum 30. September möglich. Wir denken, dass wir alle dann eine bessere Perspektive, klare Sicherheit haben, was passiert. Stand heute gehen wir aber auch davon aus, dass eine Durchführung einer Präsenzveranstaltung im Mai nächsten Jahres sicherlich kein Problem sein wird. Und was das Thema höhere Gewalt angeht, ein Thema, das uns ja in den letzten Monaten alle beschäftigt hat.
Wir haben dort keine konkrete Prozentangabe gemacht. Warum haben wir das nicht getan? Weil wir versuchen, alles zu tun, um die Ausgaben auf Ihrer und auf unserer Seite, wenn wir sehen, dass irgendein Risiko am Horizont ist, zu minimieren. Wir werden alle Dinge, die Kosten reduzieren, weitgehend in die Zukunft schieben. Wir haben bei der METAF das nicht bei der Erstveranstaltung tun können. Dort waren wir durch den ersten Hotspot in Heinsberg fast kurz vor der vom Aufbau getroffen. Da sind viele Kosten auf unserer Seite und auf Seiten der Unternehmen angefallen, aber wir haben dennoch 75% der Standmieten zurückgezahlt an alle Aussteller und wir haben für die Vorleistung, die die Firmen getätigt haben, im Messegelände 500.000 € auch übernommen und damit die Firmen entlastet. Sie sehen also, wir versuchen alles zu tun, um die Aussteller hier möglichst nicht ins Verderben laufen zu lassen. Wie sieht die Aufplanung aus? Auch das sind Fragen, die an uns herangetragen wurden. Angedacht ist eine Gruppierung der Produktgruppen in mehrere Einheiten, also nicht eine Halle Schleifmaschinen, eine Halle Werkzeuge, eine Halle Messtechnik, um es mal ganz grob zu machen, wie es bei einer großen Messe wie einer EMO notwendig ist. Ansonsten würde der Besucher sich nicht zurechtfinden. Hier können wir es anders gestalten. Wir können die Maschinen, die Werkzeuge, die Messtechnik in kleinere Einheiten gruppieren und die dann auf die Hallen verteilen. Gleichzeitig werden wir auch die Sonderstände und Foren auf die Hallen aufteilen, beides mit dem Ziel, die Attraktivität und Anziehung der Hallen für die Besucher in die gute Balance und hochzuhalten und gleichzeitig eben auch die Durchströmung in den Hallen, was für Sie von Interesse ist, gut zu gestalten. Wie kann das aussehen? Hier mal am Beispiel der Aufplanung, für die METAF, die jetzt ja leider nicht stattfinden konnte. Sie sehen hier, wir haben eben mal 2 Hallen ausgewählt, die schon aufgeplant waren, indem wir eben Maschinen, Messtechnik und Werkzeuge in einer Halle zusammenführen. Das ist natürlich immer abhängig von der Größenordnung der Aussteller in den jeweiligen Produktbereichen, wie wir das gestalten. Aber daran sehen Sie, dass wir versuchen, hier eine gute Aufteilung zu bringen, die letzten Endes auf den Besuch einzahlt und damit auch für Sie eine gute und gleichmäßige Durchströmung der Fachbesucher in den Hallen erzeugen soll. Ja, damit meine Erklärung zum Konzept als solches. Ich würde jetzt an Frau Arnold übergeben, die Ihnen weitere Informationen zum Messegelände und zum Verkehrskonzept geben wird. Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Also erstmal Hallo auch aus Stuttgart. Ich darf Ihnen vom Gelände, was angedacht ist für die Grinding Hub nächstes Jahr, ein bisschen was erzählen. Und zwar haben wir 4 Hallen reserviert. Bedeutet bei den 4 Hallen, dass es sich um 3 Standardhallen handelt, sogenannte, und die Halle 10. Die 3 Standardhallen jeweils mit 10.000 Bruttoquadratmetern, die Halle 10 mit 15.000 Bruttoquadratmeter, also knapp 15.000 Bruttoquadratmeter, was uns einerseits genügend Flexibilität für die Nachfrage, also sprich für Standgrößen oder auch eben Gangbreiten, die wir wahrscheinlich bei einem Hygienekonzept beachten müssen und entsprechend auch weitere Hygieneanforderungen beachten können. Genau. Was genau geplant sein, also was genau wir erfüllen müssen nächstes Jahr, wissen wir Stand heute leider noch nicht, aber entsprechend haben wir genügend Flexibilität. Die 4 Hallen, die sind auf einer Ebene, sprich wir haben keinen Höhensprung zwischen den Hallen. Wie man es schon erkennen kann, Haupteingang für die Besucher wird der Eingang West sein, der 2022 auch mit einer U-Bahn angeschlossen sein wird und auch entsprechend Parkmöglichkeiten hat und dennoch fußläufig vom Flughafen erreichbar ist, aber wir werden da auch einen Bus-Shuttle einsetzen oder eben die U-Bahn nutzen können, sodass man nicht komplett laufen muss. Genau, weiter bitte. Hier sehen wir die logistische, den Beschickungsplan, die logistische Planung. Mit den grünen und gelben Strichen sieht man die Fahrtwege, wie man die Hallen anfahren kann, mit den Pfeilchen
Das sind die Hallentore gemeint, wo man in die Hallen rein kann. Unser Partner für die Logistik ist die Firma Schenker, die mittlerweile auch sehr erprobt ist in der Maschineneinbringung. Bei der AMB und bei der Blechexpo läuft es reibungslos, sprich, da dürfte nichts Großes passieren. Die entsprechenden Erfahrungswerte sind da. Zum Aufbau gibt es noch zu sagen, wir haben 7 Tage Aufbau eingeplant. Die stehen Ihnen zur Verfügung. Und je nach Halle sind sogar noch 2 Tage vorgezogener Aufbau möglich. Genau, dann die nächste Folie. Noch kurz zum Eingang West. Im Eingang West haben Sie auf den vorigen Folien auch schon gesehen. Da gibt es auch noch den Kongress West, welcher 4 Räumlichkeiten mit einer Fläche von knapp 1500 Quadratmeter frei gestaltbar zur Verfügung gestellt wird. Kann man sowohl als Aussteller dann seine Parallelveranstaltungen wie jetzt Pressekonferenzen oder ähnliches abhalten oder eben wir als Veranstalter, wenn wir dann im Rahmenprogramm Seminare oder ähnliches abbilden möchten, sind wir da sehr flexibel. Genauso gibt es auch Hallenbesprechungszimmer, kleinere, für zum Beispiel kleinere Vertriebsbüros, wenn sie für ihr Standpersonal direkt Leads bearbeiten möchten, tagesaktuell, kann man die ebenfalls anmieten. Ja, weiter. Dann diese Folie ist zwar momentan vielleicht unvorstellbar, dass in Stuttgart so viele Destinationen oder so viel gelandet wird, aber es gibt tatsächlich Direktverbindungen aus 123 Destinationen. Man sieht schon, Europa ist sehr gut angebunden und der große Vorteil natürlich, das Messegelände ist fußläufig vom Flughafen erreichbar. Das sind so circa 300 Meter. Genau, und es gab halt auch schon zum Beispiel Möglichkeiten für einen Charterflug. Hat man zur AMB schon mal abgebildet. Da sind aus Linz morgens die Besucher angereist und abends wieder abgereist. Also ein Besuch an einem Tag, was wahrscheinlich zu den heutigen Reiserestriktionen vorteilhaft sein wird. Ohne Übernachtung ein Besuch ist möglich. Genau. Ebenfalls eine hervorragende Anbindung per Bahn oder Auto. Man sieht hier das Verkehrsnetz. Die A8 ist direkt am Messegelände und man fährt von der A8 ins Parkhaus rein. Weiter. Und hier sehen wir noch last but not least das Verkehrsnetz der öffentlichen Verkehrsmittel, die S-Bahn, womit man relativ schnell in der Stadt drin ist. Und der Vorteil für Aussteller und Besucher im Ticket ist das VVS-Ticket inklusive. So, weiter. Und hier nochmal schön zu sehen ein Luftbild, wo der Flughafen so ein bisschen angeschnitten wird. Wir sehen rechts unten schön heraussticht die Halle 10 und entsprechend die Parkplatzmöglichkeiten, die fußläufig erreichbar sind. Ja, vielen Dank, Frau Arnold, für diesen Abriss zu allen Themen rund um das Messegelände und die Erreichbarkeit. Ich denke, das ist gerade wichtig, dass eben der Besucher schnell, unkompliziert zur Messe kommen kann, egal mit welchem Verkehrsmittel. Und das, denke ich, ein wesentlicher Vorteil. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben, wie wir glauben, eine klar fokussierte Konzeption mit der Grinding Hub für das Thema Schleifen und für das Thema Superfinishing aufgesetzt und werden das auch durch weitere Aktivitäten fachlich entsprechend positionieren. Wir haben eine internationale Ausrichtung durch die von uns dargestellten Netzwerke weltweit, durch den Einsatz der Auslandsvertretungen und durch die Möglichkeiten eben auch über das Thema Fluganbindung sehr gut die Messe zu erreichen. Stuttgart und VDW sind langjährig im Bereich Messorganisation unterwegs, sodass sie, glaube ich, davon ausgehen können, dass sie hier bestmöglich bedient werden in der Vorbereitungsphase, aber auch in der Durchführung der Veranstaltung auf dem Messegelände. Wir werden digitale Formate anbinden, um die Reichweite zu erhöhen, die Wahrnehmung zu erhöhen und letzten Endes auch weitere Lead-Möglichkeiten für Sie zu bieten. Und wie ich schon sagte, werden wir das im Zwischenjahr durchfahren mit einer Webkonferenz, um die
Fachbesucher angebunden zu halten und auch weiter ihnen die Möglichkeit geben, mit diesen ins Gespräch zu gehen. Soweit der Abriss von unserer Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir stehen Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung.